Für unsere nächsten Reisen haben wir uns auf der weltgrößten Reisemesse, der ITB, ein wenig Inspiration geholt. Ich konnte selbst nicht dabei sein, aber Joshua hat sich für uns umgeschaut, um die neuesten Reisetrends und spannende Rundreiseziele zu entdecken. Das offizielle Gastland der ITB ist in diesem Jahr übrigens Albanien. Wir haben einige Freunde aus Albanien, die uns schon lange sagen, dass wir das Land unbedingt bereisen müssen. Und noch etwas, im April starten wir unsere nächste Rundreise. Die Planung läuft schon seit Monaten, aber wohin es geht, verrate ich erst später im Video. Los geht's! Unser erster Stopp auf der ITB war der Stand von Albanien. Wir überlegen tatsächlich, ob wir diesen Sommer eine Rundreise durch das Land unternehmen. Noch gilt es als Geheimtipp, doch das könnte sich bald ändern. Am Messestand haben wir uns bereits einige spannende Routen angeschaut. Albanien bietet eine beeindruckende Mischung aus atemberaubenden Bergen, unberührten Stränden und faszinierenden historischen Orten. Was das Land besonders macht, es ist noch nicht überlaufen und ideal für alle, die eine Rundreise mit Natur, Kultur und Abenteuer suchen. Die ITB zeigt deutlich, dass sich immer mehr Reisende für Albanien interessieren. Vielleicht wird es also bald kein Geheimtipp mehr sein. Die nächste Region, in die wir noch einmal eintauchen wollen, ist Europas Norden. Wir sind schon lange große Fans dieser Region und haben bereits Rundreisen durch Island, Norwegen und Schottland unternommen. Auf unserer Wunschliste steht allerdings noch Schweden. Auf der Messe gab es zu Schweden leider nicht viel zu sehen. Oder Joshua hat den Stand einfach nicht gefunden. Die ITB ist wirklich riesig und es ist gar nicht so einfach, sich nicht zu verlaufen. Für unsere Frühjahrsrundreise stand jedoch schnell fest, dass es diesmal in den Süden gehen soll. Also haben wir uns Reiseziele in Afrika, Asien, Amerika und den Nahen Osten genauer angesehen. Besonders spannend auf der ITB waren die Stände der asiatischen Länder. Hier wurde richtig viel geboten. Wir haben bisher Japan und Thailand bereist und lange überlegt, ob es diesmal eine Rundreise durch Vietnam werden soll. Vietnam stand wirklich ganz oben auf unserer Liste, aber am Ende haben wir uns dagegen entschieden. Stattdessen haben wir uns für die Emirate entschieden. Das Land mit seinen weltberühmten Städten wie Dubai und Abu Dhabi steht schon lange auf unserer Bucketlist und jetzt ist es endlich soweit. Auf der ITB gab es dazu einige spannende Stände, sowohl aus den Emiraten selbst, als auch aus den Nachbarländern wie Jordanien, Saudi-Arabien und Katar. Wir haben jede Menge Informationen zu den Attraktionen gesammelt, die wir uns zu Hause noch einmal in Ruhe ansehen werden. Unsere Rundreise durch die Emirate ist übrigens bereits komplett gebucht und durchgeplant. Den Link zu unserer Route findest du in der Videobeschreibung. Beim Herumlaufen auf der ITB entdeckt man wirklich viele spannende Regionen. Besonders die Hallen von Ländern wie Indien, Afrika und Südamerika haben uns inspiriert. Die ITB ist riesig und es ist fast unmöglich, an einem einzigen Tag alles zu sehen. Aber gerade das macht sie für uns so wertvoll. Sie ist die perfekte Gelegenheit, direkt hier in unserer Heimatstadt neue Inspirationen für kommende Rundreisen zu sammeln. Zum Ende unseres ITB-Besuchs stand noch ein kleiner Abstecher nach Österreich an, zumindest auf der Messe. Joshua hat sich entschieden, die Wintersaison auf der Skipiste in Vorarlberg ausklingen zu lassen. Das bedeutet, in den kommenden Wochen wird es hier auf dem Kanal das eine oder andere Video oder Shorts aus den österreichischen Alpen geben, bevor wir euch dann mit auf unsere Rundreise durch die Emirate nehmen. Wenn du keine unserer kommenden Videos verpassen willst, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt die Frage an dich. Welches Rundreiseziel steht bei dir ganz oben auf der Liste? Schreib es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video.